Hallo, heute sind wir im Zoo Dortmund. In Bangladesch, da haben wir im Safari Nationalpark ein Brückenprojekt für Plumplorix und andere baumbewohnende Tiere. Das heißt, wir ziehen dort Brücken, das klingt jetzt sehr groß, Seile, so wie man die auch hier bei uns im Zoo sehen kann. Wir haben die hier vor dem Plumplorix-Gehege bei uns im Zoo Dortmund nachgebaut. Da ziehen wir solche Seile über von Menschen zerstückelten Lebensraum. Also das heißt zum Beispiel Waldstücke, wo Straßen durchgehen oder wo Plantagen sich befinden. Und die Plumplorix haben natürlich das Problem, die können ja nicht springen. Das heißt, die müssen dann also, wenn die dann zum Beispiel so eine breite Straße überqueren wollen, die so breit ist, dass es auch keine natürliche Baumverbindung mehr gibt, runter auf den Boden, über die Straße rüberlaufen und an der anderen Seite wieder hoch, wenn die zum Beispiel Nahrung suchen, Partner suchen oder einfach durch ihre Reviere streifen und wandern. Und da am Boden laufen die natürlich Gefahr, wenn die da eben recht langsam und unbeholfen rüberlaufen, von Autos überfahren zu werden oder in Plantagen von zum Beispiel herumstreuenden Hunden angefallen zu werden. Und die Lösung ist eigentlich super simpel. Man zieht einfach so ein Seil über die Straße und die Plumplorix flitzen darüber. Wir werten das Ganze auch wissenschaftlich aus, das heißt also, wir haben, um das überhaupt erfassen zu können, Bildkameras an den Enden der Brücken und dann gucken wir, wer läuft da so rüber. Und natürlich sind die Brücken ja nicht nur für Plumplorix, also da ist jetzt irgendwie nicht ein Schild oder so, wo steht so Plumplorix willkommen und jetzt zum Beispiel ein Kappenlangur, der darf da nicht rüber. Und wir konnten da schon 8 Säugetierarten nachweisen und das waren eben neben dem bengalischen Plumplori, der in Bangladesch vorkommt, waren das Kappenlanguren, waren das Feiere Brillenlanguren, das waren Schweinsaffen, also der nördliche Schweinsaffe, das waren Rhesusaffen, das waren Irrawaddy Schönhörnchen, Fleckenmusangs und das waren aber auch Schwarz-Weiß-Gleichhörnchen. In Bangladesch, da betreiben wir auch eine Plumplori-Rehabilitationsstation und die befindet sich im Lavachara Nationalpark. Der liegt im Nordosten von Bangladesch, sowie auch der Safari Nationalpark, wo unser Brückenprojekt ist. Und Plumploris haben ja eigentlich überall in ihrem Verbreitungsgebiet, egal welche der bis zu 9 Plumplori-Arten man nimmt, im Grunde dasselbe Problem. Die sehen niedlich aus mit ihren großen runden Augen aufgrund ihrer Nachtaktivität und diesem kurzen Plüschfell und die werden von vielen Leuten als Heimtiere gehalten, also sie werden gefangen irgendwo, was illegal ist in allen Ländern, wo die vorkommen und werden dann in kleine Käfige gepackt und als dann zu Hause gehalten. Und das gibt es auch in Bangladesch und was wir dann machen ist, wir übernehmen dann Plumploris aus solchen illegalen Haltungen, aber auch verwaiste Tiere, das haben wir auch ganz viel in Bangladesch, zum Beispiel wenn Monsun ist, dass die Plumploris dann wenn es sehr viele Insekten gibt, in die Städte laufen oder in die Dörfer und da an Straßenlaternen oder teilweise in den Häusern an den Lichtern nach den von den Lichtern angezogenen Insekten jagen. Und dann werden die auch häufig von den Leuten einfach gefangen, weil die irgendwie als Störenfriede empfinden und auch in so einen Käfig gepackt oder eben als Heimtiere gehalten und auch mit dieser Absicht schon gefangen. Und was wir machen, dass wir solche verwaisten oder irgendwo aus welchen Gründen nochmal gefangenen Tiere übernehmen, die dann von der Naturschutzbehörde, dem Forest Department, beschlagnahmt wurden. Wir peppeln die wieder auf und wenn die bereit sind, dann bringen wir die in den Nationalpark oder in andere geschützte Gebiete und wildern die dann da aus. Das heißt also, wir entlassen die wieder in die Wildnis. Und wir wollen sie dann auch nicht komplett ihrem Schicksal überlassen, sondern wir wollen ja auch schauen, ist das überhaupt erfolgreich, was wir machen? Können wir solche Tiere, die längere Zeit bei Menschen gelebt haben, auch überhaupt wieder vorbereiten, dass die in die Natur entlassen werden können? Und dafür bekommen die so Sendehalsbänder um.
Und diese Sendehalsbänder, die können wir dann via Radiotelemetrie, also mit so einem Receiver und so einer Antenne, dann orten. Wir suchen die dann auf kurz vor Einbruch der Nacht. Die sind ja nachtaktiv, gucken also, wo schlafen die gerade, und dann folgen wir denen die ganze Nacht. Und da haben wir auch einen wissenschaftlichen Output wie beim Brückenprojekt. Das heißt, wir gucken dann, wie bewegen die sich, wie wandern die sich, wie weit wandern die ab, auf was für Bäumen schlafen die, was fressen die, wie verhalten die sich gegenüber anderen Tieren und dergleichen. Und können natürlich einerseits gucken, kommen die überhaupt klar. Wir können dann also auch eingreifen, wenn mal so ein Plumplori überhaupt nicht zurechtkommt in seinem erneuten eigenständigen Leben in der Wildnis. Und wir können eben jede Menge Daten sammeln über rehabilitierte Plumploris. Und es ist auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen in der Natur. Das ist natürlich ein harter Überlebenskampf. In Bangladesch sind wir jetzt seit 2 Jahren aktiv. Wir haben da schon über 25 Plumploris in unsere Obhut genommen und auch viele wieder ausgewildert und 7 davon mit Sendehalsbändern. Und davon sind leider auch 2 innerhalb von, der eine nach 6 Monaten, der eine nach 3 Monaten verstorben. Die wurden einfach von anderen Plumploris dann bei so einem Revierkampf, wo die Plumploris ja auch ihr Gift einsetzen, das sind die einzigen giftigen Primaten, die man kennt, wurden die getötet. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.